So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Mechatronics. Heute geht es hier mal um dieses kleine Bauteil. Das ist eine Schaltwegsverkürzung. Was sowas bringt und warum es überhaupt funktioniert, erkläre ich euch jetzt. In dem Fall ist das Bauteil für einen Ford Fiesta ST. Der Ford Fiesta ST hat an sich schon eine sehr schöne Schaltung, finde ich, sehr direkt, angenehm zu schalten. Und mit einer Schaltwegsverkürzung kann man das Ganze noch mal ein bisschen direkter machen, die Schaltwege noch mal etwas verkürzen und auch das Schaltgefühl noch mal verändern. Damit verleiht ihr auch dem Schaltgefühl noch ein bisschen mehr Knackigkeit und das Ganze kann ein bisschen schneller auch vonstatten gehen wie mit der originalen Schaltung. Aber jetzt die Frage, wie verkürzt ein zusätzliches Bauteil eigentlich den Schaltweg? Der Schaltweg wird kürzer, aber wir bauen ja was dazu. Das hat mit den Hebelgesetzen zu tun. Das Bauteil wird ja zusätzlich an diesen Schaltarm befestigt. Wir haben ja am Getriebe einen Schaltarm. Da ist so ein kleiner Nippel wie hier drauf und da ist das Schaltseil eingehängt. Dieses Schaltseil zieht natürlich, wenn ihr den Gang reinlegt, klack diesen Arm. Okay? Jetzt haben wir quasi diesen 45-Grad-Winkel, klack, klack. Ein Gang drin, Gang raus, anderer Gang drin. Leerlauf, zum Beispiel ersten Gang. Leerlauf, ersten Gang. Okay, jetzt haben wir hier den Weg, hier außen. Leerlauf, ersten Gang. Wenn wir jetzt den Hebel natürlich verkürzen und den hier haben, dann haben wir hier Leerlauf, ersten Gang. Wir machen hier eine viel kleinere Bewegung als hier außen, ist ja natürlich der Radius größer und die Bewegung größer und somit auch der Schaltweg länger. Jetzt wird dieses Bauteil an den Schaltarm befestigt, an einer kürzeren Position und somit haben wir hier das Schaltseil eingehängt und eine kürzere Bewegung, um den Gang einzulegen. Natürlich, weil wir weniger Hebel haben, brauchen wir auch mehr Kraft, um den Gang einzulegen. Und das ist der Punkt, warum es sich knackiger anfühlt, weil man etwas mehr Kraft braucht, weil der Hebel kürzer ist und aber der Weg auch verkürzt wird. Das ist deutlich spürbar, wenn man so eine Schaltwegsverkürzung verbaut, dass man den Weg weit verkürzt. Somit ist eine Schaltwegsverkürzung ein günstiges kleines Bauteil mit großer Wirkung. Ich werde euch das auch unterhalb des Videos verlinken. Einfach den ersten Link in der Beschreibung anklicken und dann kommt ihr zu dem kleinen Bauteil. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, ich habe euch das auch ausreichend erklären können. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr sogar schon eine Schaltwegsverkürzung. Dann könnt ihr auch eure Erfahrungen damit teilen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.